Grüß Gott und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch die germanische Neue Medizin oder auch germanische Heilkunde nach Dr. Hamer vorstellen. Diese zeigt uns die wahren Ursachen von Krankheiten auf und ist imstande, uns die Angst davor zu nehmen. Sie zeigt uns, dass alles in der Natur sinnvoll ist und meiner Ansicht nach auch, dass der Geist über der Materie steht. Die Kernaussage der germanischen Neuen Medizin, welche auf den 5 biologischen Naturgesetzen beruht, ist, dass eine jede Krankheit die Ausheilungsphase eines psychischen Konfliktschocks ist. Trifft uns etwas psychisch so schwer, so kann es sein, dass dies ein regelrechter Schock für uns ist und der Körper benötigt dann nach der Lösung des Konfliktes die Krankheitsphase zum Ausheilen. Dazu möchte ich euch ein persönliches Erlebnis von mir schildern. Als ich ungefähr 20 Jahre alt war, drohte mir, dass ich mein Heim verliere. Dies ist ein Revierkonflikt und diese Nachricht traf mich derart hart, dass ein Konfliktschock daraus wurde. Ist dieser Schock des Revierkonfliktes derartig stark, so mündet dies in der Ausheilungsphase in einem Herzinfarkt. Und eben genau dies ist mir mit 20 geschehen. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen, doch tue ich es, um euch zu zeigen, wie präzise die germanische Neue Medizin ist, weil sie uns letztendlich zeigt, wie die Natur funktioniert. Die Schöpfung ist vollkommen, also ist es auch unser Körper. Ich erlitt also aufgrund dieses Konfliktschocks mit 20 Jahren einen Herzinfarkt, nachdem ich den Konflikt gelöst hatte. Damals hatte ich natürlich Angst, dass mein Herz nicht gesund sei, doch heute weiß ich, dass es damit nichts zu tun hatte. Mein Herz ist übrigens nachweislich stark und gesund. Wichtig ist es mir dazu noch zu sagen, dass nicht ein jeder automatisch einen Herzinfarkt erleben muss, welcher einen Revierkonflikt erleidet. Manch einer kann vielleicht psychisch viel besser damit umgehen und so muss es erst gar nicht zu einem Schock kommen. Je nachdem, wie heftig wir psychisch darauf reagieren und wie wir selbst damit umgehen. Je länger wir brauchen, um einen Konflikt zu lösen, je heftiger wird die Ausheilungsphase sein, welche eintritt, wenn die konfliktaktive Phase vorbei ist und es in die zweite Phase, die Heilungsphase, übergeht. Lösen wir einen Konflikt sehr schnell bzw. können wir gut damit umgehen, kann es sogar sein, dass wir gar nichts von einer Heilungsphase bemerken. Ein Herzinfarkt tritt beispielsweise nur merklich auf, wenn der Konflikt mindestens 3 bis 4 Monate gedauert hat und es eben einen sehr schweren psychischen Einschlag gab, der einem auf dem falschen Fuß erwischte. Ein weiteres Beispiel aus meinem Leben, nämlich aus meiner Lehrzeit. Ich hatte ständig mit Angina zu tun, also schlimmes Halsweh und eitrige Mandeln. Heute weiß ich, dass dies Brockenkonflikte waren. Diese Brocken konnte ich nicht schlucken bzw. trafen mich psychisch so stark, dass es nach der Konfliktlösung in der Heilungsphase zu Angina kam. Heute weiß ich, dass dies an den psychischen Konflikten lag und ich richte mein Leben so aus, dass viele Konflikte erst gar nicht mehr entstehen können, da ich nicht mehr gegen meine innere Stimme handle. Dr. Hamers Wiederentdeckung stieß auf großen Widerstand seitens des Systems, denn mit der germanischen Heilkunde überleben mindestens 90% der Menschen eine jede als tödlich betitelte Krankheit und es lassen sich dadurch kaum Medikamente verkaufen. Das System ist an wahrer Heilung nicht interessiert. Die Pharmaindustrie möchte uns krank und abhängig halten und will von den wahren Ursachen von Krankheiten nichts wissen. Schauen wir mal rein, wie es Dr. Hamer damals in einer Fernsehsendung erging. Und es wird beinhart eine Chemotherapie durchgezogen, wo 92% aller Patienten sterben. Aber Sie wissen, Sie haben es erfahren, dass dem Herrn Hamer die Approbation entzogen worden ist. Er darf nicht praktizieren. Er darf nicht, dass er rechtskräftig verurteilt worden ist vom Landgericht Köln, weil er einem Patienten, der einen Tumor hatte, das Bein nur eingegipst hat und somit wertvolle Zeit verstrichen ist, bis es ihm abgenommen Nein, Moment, er hat eine Gipsschiene habe ich ihm geschenkt, damit er nach Hamburg fahren konnte und am nächsten Tag ist er da in die Universitätsklinik gegangen. Ich glaube, für die Fahrt hat er eine Gipsschiene bekommen und dafür bin ich zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt worden, aber nicht, weil ich etwas Verkehrtes gemacht hätte, sondern weil ich überhaupt irgendwas gemacht hätte. Ich glaube in diesem Fall mehr den Gerichtsunterlagen. Aber kommen wir zu Ihnen, sagen Sie. Gerichtsunterlagen drin. Ja, ich glaube, es sind Gerichtsunterlagen. Ich habe sie gesehen. Ja? Jetzt sagen Sie mir, Herr Hammer, was haben Sie denn dem armen Herrn Pilar mit seiner Tochter in seiner Verzweiflung empfohlen? Ja, gut, das ist eine Basis. Zunächst mal, die neue Medizin ist sehr viel strenger als die Schulmedizin oder Staatsmedizin.
Die Staatsmedizin hat ja nur eine Ebene, auf der sie untersucht. Das ist die körperliche Ebene. Die neue Medizin untersucht auf 3 Ebenen, auf der psychischen, auf der Gehirnebene und auf der organischen Ebene. Und ein Blick in das Computertomogramm des Gehirns und eine Befragung, was denn an Konflikten da vorgelegen hat in dieser entsprechenden Zeit, die da in Frage kommt, Herr Pilar, war sofort klar. Herr Hammer, Sie können noch so schön die Stimme modulieren. Sie haben hier in dieser Sendung schon mal Gelegenheit gehabt, in aller Breite Ihre Theorie darzulegen. Das wird heute nicht geschehen. Bitte seien Sie so nett und beantworten Sie meine Frage. Was war Ihre Empfehlung an den Herrn Pilar, als er da mit seiner kranken Tochter stand? Meine Empfehlung war die, dass er zu Ärzten der neuen Medizin nach Österreich gehen soll und die sollen mit mir telefonieren, haben das auch gemacht. Und ich habe gesagt, ich habe sogar, glaube ich, in der Gegenwart von Pilars telefoniert, habe gesagt, dieses Mädchen hat also eine Nierenzyste, die in etwa 2 Monaten, 3 Monaten reif sein wird. Das heißt, dann ist sie kompakt, dann ist kein Wasser mehr drin und sie ist dann überall abgelöst. Das heißt, sie hat eine feste Kapsel. Dann kann man diese Zyste operieren. Also damals war das Mai. Ich habe gesagt, etwa im Juli kann man diese Zyste frühestens operieren, wenn das Mädchen dann in einem guten operationsfähigen Zustand ist. Außerdem hat das Mädchen, habe ich dieser Ärztin gesagt, eine Leberschwellung und ein Teil dieses Bauchumfangs geht zu Lasten dieser Leberschwellung. Das kann man ja dann nicht mehr, mit dem Bandmaß kann man nicht unterscheiden, was ist nun das Ergebnis war, dass die Überlebenschancen der Tochter von Herrn Pilar immer geringer wurden. Das stimmt ja nicht. Immer geringer wurden und die bis gegen 0 dann gesunken sind. Herr Di Lorenzo, das ist wahrer Unsinn, was Sie jetzt erzählen. Die Lebenschancen, das Mädchen, dem ging es ja gut. In Malaga ging es ihm gut. Es konnte schön essen, es konnte gut schlafen. Es hat vielleicht jeden Abend. Nein, es hat 15 Minuten am Tag. Wissen Sie, was jetzt macht? Gar nichts, weil es niedergespritzt wird. Sie hat 15 Minuten am Tag vielleicht Schmerzen gehabt, Herr aber die restlichen 23 Stunden und 45 Minuten hat sie ja keine Schmerzen gehabt. Die ist am Strand spazieren gegangen. Die hat sehr gut gegessen und hat gut geschlafen. Die Ärzte von Österreich haben sie untersucht und haben gesagt, das ist kein Intensivfall, die ist noch nicht operationsfähig. Wir sind auch dafür, dass sie so lange bleibt, also die Frage, operationsfähig ist. Ein Satz, ich sehe, dass Juliane gerade jemanden im Publikum gefragt hat. Einen Link zum gesamten 6-teiligen Beitrag findet ihr in der Videobeschreibung. Die germanische Heilkunde ist meiner Ansicht nach in einem Punkt noch ergänzungsbedürftig, nämlich dass die inkarnatorischen Aspekte auch noch mit einbezogen werden sollten. So können wir entdecken, warum jemand auf Bestimmtes so stark reagiert, während einen anderen dasselbe Problem kaum belastet. Leidet jemand zum Beispiel an einer irrationalen Angst, so kann es durchaus sein, dass dieser jemand eine schlimme Erfahrung im Vorleben durchgemacht hat. Die Ursachen dafür können auch in diesem Leben liegen, doch sehr oft sind es schlimme Erlebnisse des Vorlebens, welche irrationale Ängste in diesem Leben bedingen. Ein Beispiel. Dora hat panische Angst vor Pferden, weiß aber nicht warum, da sie in ihrem Leben nie etwas mit Pferden zu tun hatte. In einer Rückführung erfährt sie, dass sie in ihrem vorigen Leben von einem Pferd stürzte und sich dabei schwerstens verletzte. Anmerken möchte ich hier, dass wir nicht unbedingt eine Rückführung zu machen brauchen, um auf unsere vorigen Leben zuzugreifen. Wir können dies auch selbst, da alles in unserem Unterbewusstsein gespeichert ist. Mit der germanischen Heilkunde sind wir imstande, Krankheiten zu verstehen, unsere Angst, willkürlich zu erkranken, zu lösen und uns aus dem Joch der Pharmaindustrie zu befreien. Wir können unsere Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen. Wir sollten uns klar machen, dass diese Schöpfung vollkommen ist und es in der Natur keine Bösartigkeiten uns gegenüber gibt. In diesem System der Niederhaltung jedoch schon. Seit ich die germanische neue Medizin kenne, habe ich keine Angst mehr vor Krankheiten und seit ich den Weg meines Herzens gehe und auf mein Inneres höre, war ich nicht mehr krank. Und wenn doch, dann war mir die Ursache immer sehr schnell klar und ich konnte rasch ausheilen. Hier werde ich nun passend zum Thema einige Stellen aus den Dalus von Athos Büchern zitieren. Zitat 1. Die 5 biologischen Naturgesetze der neuen Medizin von Dr. Hamer können uns Menschen komplett aufklären über unsere schulmedizinisch propagierte Niederhaltung von Unwissenheit über unsere Gesundungsmöglichkeiten.
Ich rate jedem Interessierten, sich darüber eingehend zu informieren, um auch daraus ersehen zu können, wie sehr wir Erdenmenschen manipuliert und von Wahrheiten ferngehalten werden. Zitat 2: Wer die germanische Neue Medizin nach Dr. Hamer kennt, der weiß, dass jede Krankheit auf einem psychischen Einschlag beruht. So reagiert aber nicht jeder Mensch gleich. Was für den einen ein schlimmer Schock ist, belangt den anderen weniger. Der erste reagiert nun mit einer Krankheit, während der zweite über den Vorfall vielleicht ein wenig nachdenkt, aber anschließend zur Tagesordnung übergeht. Zitate Ende. Ich empfehle wirklich jedem, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, da es so wichtig für ein freies Sein ist, wieder Verantwortung für seine eigene Gesundheit zu übernehmen. Deshalb zum Abschluss hier noch einige Anlaufstellen, wo ihr euch über die germanische Heilkunde informieren könnt. Erstens natürlich die 2 Bücher von Dr. Hamer selbst, Vermächtnis einer neuen Medizin, Band 1 und 2. Weiter empfehle ich euch die Seite neue-medizin.de, die, wie ich sie nenne, gelbe Webseite, welche umfangreiche Informationen bietet, sowie Helmut Billhaar und dessen YouTube-Kanal. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.